Heute gibt es 3 kleine Geschenke zur Einschulung, die jeder nachmachen kann, ob du nähen kannst oder nicht. Wir machen heute richtig coole, süße, kleine DIYs. Viel Spaß! Schön, dass du wieder dabei bist bei Knopf und Nadel. Wenn du neu in meinem Account bist, dann freue ich mich über dein Abo. Also vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Mein Name ist Annika und bei uns steht tatsächlich gerade eine Einschulung an. Deswegen habe ich mir mal Gedanken gemacht, über was sich die Kinder eigentlich freuen. Also was kann ich selber machen und worüber freut sich so ein Schulkind oder was kann es überhaupt gebrauchen? Und dabei sind 3 kleine süße Ideen entstanden, die wirklich jeder nachmachen kann. Versprochen. Und dabei ist es auch sehr individuell. Du kannst es genau auf den Geschmack des Kindes anpassen und vielleicht eine persönliche Geschichte damit erzählen. Wir machen heute einen Schlüsselanhänger mit dem Anfangsbuchstaben des Schulkindes, ein Lesezeichen bzw. das kann auch ein Schlüsselanhänger werden, das ganz individuell gestaltet werden kann, und dann noch ein kleines Wühlmäppchen, denn bei uns wird tatsächlich eins von der Schule verlangt und das machen wir wohl heute dann mal selber. Dieses Video ermöglicht mir einen Werbepartner, über den reden wir aber später nochmal. Jetzt soll es erstmal um das erste Projekt gehen. Im ersten Projekt machen wir einen Schlüsselanhänger selber. Der wird jetzt einmal genäht. Ich nähe mit der Nähmaschine, aber du kannst das mit der Hand nähen, weil es nur ganz wenige Stiche sind. Fangen wir mal an. Die Materialien hast du auf jeden Fall da. Du benötigst hier einfach nur kleinere Stoffreste. Das können unterschiedliche sein. Hier machen sich sehr gut kleine Muster, ein bisschen Füllwolle, beziehungsweise kannst du hier auch wieder ganz klein geschnittene Stoffreste benutzen, ein Blatt Papier und ein Stift. Und mehr brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Wir machen jetzt nämlich niedliche Anhänger mit dem Anfangsbuchstaben des Kindes, das wir beschenken wollen. In meinem Fall ist das ein A, das ist ein symmetrischer Buchstabe, deswegen zeichne ich hier nur die Hälfte auf und benutze eben eine Scherentechnik, damit das gespiegelt ist. Wenn du aber sowas wie ein J benutzt zum Beispiel, dann musst du den Buchstaben einmal komplett aufzeichnen. Mal ihn dir ganz einfach auf und am besten mit so breiten Buchstaben wie möglich, damit du das dann auch ganz einfach mit deiner Nähmaschine nachnähen kannst. Denn genau die Linien, die du jetzt auf deinem Schnittmuster selber zeichnest, wirst du dann nachnähen. Jetzt nehme ich mir 2 kleine Stoffreste und lege sie links aufeinander. Wenn du ein fortlaufendes Muster hast, musst du jetzt natürlich darauf achten, dass es auch von oben nach unten geht, und dann legst du dein Schnittmuster auf. Jetzt stecke ich mir noch meine Stoffe fest, damit sie nicht verrutschen können, und lege mein Schnittmuster auf. Ich beschwere das jetzt mit einem Nähgewicht, du kannst es aber auch feststecken, und zeichne es mit einem Stift nach. Das ist jetzt so ein Hitzelöschstift, den wird man aber später nicht mehr sehen, weil ich sowieso helles Garn benutze und dadurch fällt der nicht mehr auf. Als nächstes habe ich mir noch eine Schlaufe geschnitten. Da habe ich auch einen Rest von demselben Stoff, nämlich von der Kante genommen, den länglich zusammengeschnitten, gebügelt und dann zusammengenäht, so wie man eben eine Schlaufe auch aus Schrägband fertigt, kann man das hier auch machen. Du kannst aber auch Kordel benutzen, wenn du keine Zeit hast, um extra so ein Band zu nähen oder vielleicht ein Stoffrest nicht mehr reicht. Deine Kordel oder eben deinen selbstgenähten Anhänger kannst du jetzt noch einstecken und feststecken. Also du musst ihn dann am besten oben am Buchstaben feststecken, wenn du möchtest, dass der Buchstabe gerade ist. Wenn du willst, dass der ein bisschen schräg fällt, dann steckst gerne schräg ein. Jetzt wird rundherum festgenäht, aber Achtung, wir haben eine kleine Öffnung markiert. Bei mir hat die so circa 2 cm. Die bleibt auf jeden Fall offen. Die nähe ich nicht zu, denn ich möchte meinen Buchstaben ja noch mit der Füllwatte füllen. Jetzt schneide ich noch einmal alle Fäden ab, die sich hier so gebildet haben. Also hier ist noch ein bisschen Garn, das übersteht. Das schneiden wir uns weg. Und dann kommen wir zu unserer Wendeöffnung. Denn die ist nicht zum Wenden da, sondern tatsächlich zum Füllen. Und hier benutze ich ganz einfache Füllwatte. Das ist jetzt welche vom Teddy. Ich kann dir aber gerne unten auch nochmal welche verlinken, die ich benutzt habe. Wichtig ist, dass du wirklich die Kanten richtig schön ausformst. Also bei mir ist bei dem A zum Beispiel die Schwierigkeit unten die beiden Schenkel von dem A. Dafür benutze ich so einen Kantenformer, um das schön da unten reinzubekommen, damit das richtig prall gefüllt ist. Denn nur so sieht dieser Anhänger dann auch wirklich so schön dreidimensional aus, wie wir das auch haben wollen. Selbst ein kleines Stückchen musste dann am Ende noch rein, weil ich noch nicht zufrieden war. Und diese Öffnung werden wir jetzt als nächstes einmal schließen mit einem Geradstich. Dafür nutze ich aber eine Höhenüberwindung, weil dieser Anhänger tatsächlich jetzt schon richtig hoch geworden ist. Die gibt es übrigens in meinem Shop, genauso wie den Kantenformer, verlinke ich dir im Video.
So hat meine Nähmaschine jetzt auch überhaupt keine Probleme mit der Höhe und ich kann einfach mit dem Geradstich drüber nähen und das funktioniert richtig gut. So ist diese Kante einmal geschlossen und der Buchstabe ist eigentlich fast schon fertig. Jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsteil bei diesem kleinen DIY, denn jetzt schneiden wir den Stoff einmal schön zurück. Dafür nehme ich meine Stoff-Zickzackschere und schneide einmal an den Kanten entlang mit ein bisschen Abstand meinen Stoff zurück. Oben an der Schlaufe muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen, dass man die nicht aus Versehen mit abschneidet. Das wäre jetzt wirklich fatal, wenn das passiert. Deswegen schneide ich dort tatsächlich die Vorder- und die Rückseite einzeln zurück. Also ich klappe mir das so ein bisschen um. Du siehst das hier, die Vorderseite ist schon gestutzt und die Rückseite mache ich jetzt ein bisschen später. Dabei achte ich auch darauf, dass das schön gerade ist, damit das schick aussieht. Und ich schneide da richtig nah am Buchstaben lang, so kann es nicht ausfransen. Und ich finde, das ist ein wirklich schönes individuelles Geschenk. Dieser Anhänger geht übrigens an ein Mädchen, die sich total in diesen Stoff verliebt hat, aber ich habe es leider nie geschafft, ihr was draus zu nähen. Tja, jetzt kriegt sie einen Anhänger. Ich habe noch einen kleinen Bonustipp mitgebracht und zwar habe ich hier so eine Bastelvorlage für dich entworfen. Also falls es wirklich super schnell gehen muss und du für diese DIYs eigentlich gar keine Zeit hast, dann kannst du mit dieser Vorlage einfach auf Transparentpapier drucken, füllst das Ganze mit Konfetti, einem Gutschein, zum Beispiel fürs Kino oder einem Geldschein und kannst es dann dem Schulkind übergeben. Das ist auch ein cooles Geschenk, sieht gut aus und geht super, super schnell. Als nächstes gestalten wir ein Lesezeichen selbst. Dafür brauchst du Farbe und Pinsel, aber du kannst ja auch plotten oder mit Stiften selbst schreiben oder zeichnen. Also jetzt wird es richtig individuell. Die Rohlinge, die du dafür benötigst, verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Das Ergebnis ist aber wirklich sensationell schön. Damit wir diese individuellen Lesezeichen oder eben auch Anhänger gestalten können, brauchen wir solche Acrylrohlinge. Die habe ich von Amazon, die habe ich dir unten verlinkt. Da ist eine Folie drüber, die muss man dann noch abziehen. In Wirklichkeit sind die halt so schön glänzend und durchsichtig. Die sehen jetzt nur so weiß durch diese Folie aus. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall noch Acrylfarbe zu benutzen, denn nur so können wir diesen wunderschönen Hintergrundeffekt herstellen. Das funktioniert wirklich nur mit Acrylfarbe, die hält eben auch am besten auf diesen Acryllesezeichen. Zusätzlich kannst du aber auch noch solche Acrylmarker benutzen, zum Beispiel zum Beschriften. Und dann habe ich noch Namen geplottet, die ich dann hier mit Vinylfolie aufbringen kann. Das ist jetzt ganz klassische permanente Vinylfolie. Nach dem Abziehen der Folie sehen die Rohlinge genau so aus. Also die sind komplett durchsichtig und wir nutzen jetzt eben diesen Effekt von diesem Acryl, dass wir nämlich einen Hintergrund schaffen. Und das schaffen wir mit dieser Acrylfarbe. Dafür habe ich mir eine Palette genommen und auch Wasser und einen Pinsel und habe das ein bisschen gemischt. Ich wollte nämlich gerne, dass wir hier auch so ein bisschen Farbverlauf haben. Das macht immer das Bild dann ein bisschen interessanter. Wenn ich das jetzt einfarbig einpinsel, habe ich davon auch wirklich nichts, denn du brauchst immer ein bisschen Weiß, damit das auch deckt. Ohne Weiß werden diese Farben am Ende nicht ganz so schön aussehen. Also misch sie am besten immer schön miteinander und trag sie richtig schön dick auf, damit es auch wunderbar deckt und diesen schönen Effekt hervorruft. Mir hat das wirklich unendlich viel Spaß gemacht. Ich habe dabei erst gemerkt, dass ich einfach seit Ewigkeiten nicht mehr gemalt habe. Dann habe ich noch einen Permanentmarker gehabt und mit denen habe ich mal einfach so Pünktchen aufgezeichnet und habe diese Pünktchen dann einmal trocknen lassen. Du kannst hier zum Beispiel auch Sterne oder Herzchen aufmalen und wenn das trocken ist, bringst du danach noch darüber deine Acrylfarbe auf. Also du schaffst hier quasi sogar einen Hintergrund, der 2 Dimensionen hat. Das hier sollte so ein bisschen wie so ein dunkler Himmel aussehen, wie so ein Sternenhimmel eben. Und wenn ich das jetzt einmal umdrehe, dann siehst du hier noch diese goldenen Pünktchen, die wie Sterne aussehen und eben darüber dann die Acrylfarbe. Das kannst du übrigens auch mit diesen Acrylanhängern machen. Auch die verlinke ich dir mal unten. Mit denen geht es ein bisschen schneller, weil die eben auch kleiner sind. Und wenn das alles erledigt ist, kannst du auch schon den Pinsel auswaschen, denn als nächstes lassen wir diese Farbe einfach erstmal nur trocknen. Wenn diese Rückseite dann getrocknet ist, also wirklich so richtig trocken, am besten wartest du wirklich 1-2 Stunden, dann kannst du jetzt mit dem Beschriften anfangen oder eben malen. In meinem Fall war das jetzt mit einem Permanentmarker und ich habe jetzt einfach den Anfangsbuchstaben des Kindes drauf gezeichnet und das ist dann auch schon der fertige Anhänger, also mehr muss da jetzt gar nicht gemacht werden und es ist ja wirklich ein tolles individuelles Geschenk, das nur dieses Kind dann hat.
Da ist wirklich keine Grenze. Du kannst ja auch Sterne malen oder Hunde oder Kätzchen, was auch immer du möchtest oder was eben der Person gefällt, der du den Anhänger schenken möchtest. Ich habe mich jetzt hier auf Buchstaben beschränkt. Und bei diesen Acrylanhängern ist halt das Coole, dass hier auch gleich das ganze Zubehör dabei ist. Da sind noch so kleine Kunstlederanhänger dabei. Da sind auch gleich diese Ringe mit dabei. Das bringst du dann mit einer Zange an und dann ist das schon erledigt und du hast einen ganz tollen individuellen Anhänger mit 2 Dimensionen. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder zurück zu unseren Lesezeichen kommen. Die Acrylfarbe ist trocken, das heißt, wir drehen es jetzt um und können die obere glatte Seite jetzt einmal beplotten. Also in meinem Fall habe ich jetzt einen Namen geplottet und den dann aufgebracht. Das liegt jetzt aber daran, dass ich finde, dass meine Handschrift einfach nicht so wunderschön ist. Du kannst das vielleicht ein bisschen besser als ich, aber ich habe hier auf den Plotter zurückgegriffen, weil ich finde, das sieht dann wirklich professionell aus und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe auch gemerkt, je mehr Lesezeichen ich bemalt habe, desto besser wurde ich auch. Also ein bisschen Übung ist hier auch dabei. Jetzt habe ich noch ein kleines Blümchen gemalt. Wie gesagt, man kann hier auch Sterne aufmalen. Ich finde ja diese Permanentmarker, wenn die ein bisschen glitzern oder so, finde ich die wirklich interessant oder wenn die mit Metallic sind. Bei den Lesezeichen hast du übrigens so kleine Kordeln mit dabei, die kannst du dann noch mit anbringen. So sieht es dann wirklich wie ein Lesezeichen aus. Du kannst aber auch Stoffreste benutzen und die dann durch die Schlaufe ziehen und die dann eben so befestigen, dass dann oben dieser Stoffrest rausschaut aus dem Buch. Und ich finde beide Varianten eigentlich wirklich schön und dabei finde ich toll, wie individuell man hier sein kann bei den Lesezeichen. Unser heutiger Werbepartner ist übrigens Redroad und ich durfte für euch einen Vakuum-Nasssauger testen. Den habe ich einmal hier an meinem Polsterstuhl im Nähzimmer getestet, aber eben auch auf Matratzen, Teppichen, auf Polstern, im Auto. Der kann überall benutzt werden, der ist ganz klein und ich zeige dir mal, wie ich den angewendet habe. Also mal ehrlich gesprochen, mein Nähstuhl sieht doch eigentlich ziemlich sauber aus, oder? Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sich darin so viel Schmutz versteckt. Das hier kam nach der Reinigung aus meinem Stuhl. Ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, denn von außen hat man ihm das ja überhaupt nicht angesehen. Zum Einsatz kam diesmal der Redroad F1. Das ist ein 3-in-1 Reinigungsgerät, das Dampfreinigung, Heißwasserreinigung und eine Absaugfunktion in einem Gerät kombiniert. Dadurch kann man ganz unterschiedliche Oberflächen reinigen und dank des vielen Zubehörs gibt es für fast jeden Einsatz den passenden Aufsatz. Man hat hier unüblicherweise 3 verschiedene Tanks, also man füllt die Reinigungslösung einmal komplett in einen eigenständigen Tank, dann hast du noch einen Tank für sauberes Wasser und eben diesen Tank für das Schmutzwasser, den wir gerade schon mal gesehen haben. Gerade hier im Nähzimmer sammelt sich ja mit der Zeit jede Menge Staub an und Stofffasern oder Fusseln und die setzen sich auch in diese Polster rein. Mit dem Redroad F1 werden Wasser- und Reinigungslösungen aufgetragen und der gelöste Schmutz wird anschließend direkt wieder abgesaugt. Das Ergebnis sieht man meistens erst im Schmutzwassertank. Natürlich habe ich das Gerät auch direkt auf meinem Teppich ausprobiert. Auch hier wird der Schmutz gründlich abgelöst und gleichzeitig wieder abgesaugt. So bleibt deutlich weniger Restfeuchtigkeit zurück und der Teppich trocknet viel schneller. Und ich hatte richtig Lust, mal die verschiedenen Aufsätze auszuprobieren. Ich finde das richtig klasse, dass es so viele gibt. Besonders beeindruckt hat mich dabei die Dampffunktion mit der Fugenbürste. Ich habe diese Fugenbürste einmal in meiner Dusche ausprobiert und das war wirklich cool, weil die Ablagerungen, die haben sich ganz einfach abgelöst. Ich musste eigentlich überhaupt nicht schrubben. Ich bin einmal lang gefahren und das war alles ab. Das geht deutlich einfacher, als ich dachte. Auch im Backofen konnte ich den Dampf nutzen, um fett- und hartnäckige Verschmutzung zu lösen. Gerade dort, wo man sonst viel schrubben muss, spart das wirklich viel Arbeit. Für Fenster und Glasflächen gibt es ebenfalls einen passenden Aufsatz mit Absaugfunktion und dadurch bleibt kaum Wasser auf der Scheibe zurück und das Putzen geht einfach viel schneller und auch streifenfrei. Ganz ehrlich, mich hat vor allem überrascht, wie vielseitig dieses Gerät ist. Egal ob Polsterteppich, Bad, Küche, Fenster, alles lässt sich irgendwie mit diesem Gerät reinigen und am meisten schockiert hat mich wirklich, wie viel Schmutz eigentlich in so einem sauberen Nähstuhl drin ist. Auch bei den Polstermöbeln, also bei der Couch oder so, ist das wirklich
heftig, wie schmutzig da eigentlich das Wasser ist, was da rauskommt. Übrigens kann man damit auch die Polster im Auto reinigen oder eben bei mir der Fußraum. War auch schockierend, wie schmutzig der eigentlich war. Am Ende nutzt man dann noch die Selbstreinigungsfunktion und das Gerät reinigt sich einmal selber durch diese Kappe. Funktioniert das hervorragend. Ich drücke einmal, es läuft heißes Wasser durch mit Dampf und es reinigt sich von alleine der Schlauch. Und auch da war wieder spannend, wie viel Schmutzwasser sich sogar in so einem Schlauch sammelt. Ich will gar nicht meine Waschmaschine sehen. Als nächstes nehmen wir uns noch Stiftemäppchen vor, denn die kann ja ein Schulkind auf jeden Fall gebrauchen. Ich habe mich hier für so Blanko-Stiftemäppchen entschieden. Du kannst aber natürlich auch selbst eins nähen. Das wäre auch ganz individuell und ein tolles Geschenk. Ein Schnittmuster verlinke ich dir unten, aber eben auch diese Blanko-Stiftemäppchen. Und mit denen kann man so viel machen. Die finde ich richtig klasse. Die machen sich übrigens auch sehr gut für Kindergeburtstagspartys zum Selbstgestalten. Dabei möchte ich dir jetzt einmal Textilfarbe zeigen, also welche, die man mit einem Pinsel aufbringt. Es gibt aber auch Textilmarkerstifte, die kann man wirklich einfach zum Zeichnen benutzen. Wie gesagt, ich verlinke wieder unten alles. Ich habe hier wirklich ganz viele Produkte, die ich zeige. Und es gibt auch so Schablonen dafür. Also für das Zeichnen kann man Schablonen benutzen. Die kommen jetzt hier vom Teddy. Ich habe dir aber auch extra nochmal welche rausgesucht. Und dann gibt es ja auch noch Textilstempelfarbe. Ich habe mir jetzt hier so Silikonstempel rausgesucht. Da kannst du wirklich alle nehmen, die es so im Handel gibt. Und dazu nimmst du dann diese Textilstempelfarbe. Das sind richtig Stempelkissen, die wirklich für Textilien gedacht sind. Und das Ganze hier ist aber wichtig, dass du immer dran denkst, danach noch das Bügeleisen zu benutzen und alles damit zu befestigen. Denn du musst, egal was du jetzt hier von diesen ganzen Sachen anwendest, immer an dein Bügeleisen denken. Das brauchst du am Ende noch. Das zeige ich aber hier im Video nicht. Zuallererst zeige ich dir die Textilmarker, aber Achtung, ich lege immer eine Pappe ein. Also das kann zum Beispiel die Rückwand von so einem Malblock sein, damit hier einfach nichts durchdrückt, weil ich ja die Vorder- und die Rückseite individuell gestalten möchte. Dafür benutze ich so eine Mandala-Schablone, aber du darfst natürlich selbstständig zeichnen. Du kannst ja auch Namen draufschreiben oder alles Gute zur Einschulung oder ABC, Sternchen malen, Kätzchen malen, alles Mögliche. Ich habe jetzt hier ein Mandala genommen und das einfach mit so einem Textilmarker nachgemalt. Dabei muss man aber auf jeden Fall darauf achten, dass man diese Schablonen richtig befestigt, damit die nicht zwischendurch verrutschen kann. Sonst kann euer Ergebnis wirklich richtig doll schief werden. Dann malt man wirklich einfach nur mit seinem Marker diese Schablone nach. Versucht natürlich auch jede Ecke mitzunehmen, denn man sieht es am Endergebnis ziemlich schnell, weil man hier ein bisschen schlampig arbeitet. Deswegen sollte man hier wirklich sich Mühe geben. Und beim Nachzeichnen habe ich auch gemerkt, dass das eine wirklich entspannte Aufgabe ist. Also das kann ich jedem empfehlen, der so lieber entspannte DIYs machen möchte, Schablonen ausmalen. Das ist wirklich entspannt, denn hier muss man wirklich nicht nachdenken. Und das Ergebnis lässt sich ja wirklich auch sehen. Das sieht richtig stark aus. Wie gesagt, es muss jetzt noch gebügelt werden, damit das Ganze fixiert ist. Und dann haben wir eine individuelle Tasche. Ja, auf der Rückseite habe ich versucht, mich selbst zu verewigen. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Deswegen stehe ich doch tatsächlich ein bisschen mehr auf die Schablonen. Bei der nächsten Tasche möchte ich dir die Textilstempel zeigen. Dafür habe ich jetzt so eine Acrylplatte, auf die man Stempel aufbringen kann, aber es gibt auch so individuelle Holzstempel. Auch hier kann ich dir mal ein paar verlinken, die ich auch selber da habe. Dafür habe ich mir so Silikonstempel genommen und die eben auf diese Acrylplatte geklebt. Das geht ganz, ganz schnell. Du wählst einfach die Motive aus, die dir hier am besten gefallen. Ich orientiere mich dabei an den Linien auf dieser Acrylplatte, wenn ich meine Silikonstempel aufbringe. Die klebe ich jetzt hier so ein bisschen Reih und Glied. Ich habe mir hier diese Blümchen ausgesucht und dann nehme ich mir schon meine Stempelfarbe vor. Wichtig ist, dass man hier nicht drüber streicht, sondern tatsächlich einfach nur tupft. Und wenn das erledigt ist, Achtung, immer das Stempelkissen wieder schließen, weil wenn du da rankommst und helle Kleidung anhast, dann hast du einfach Textilfarbe an deiner Kleidung, die vielleicht nicht mehr rausgeht. Jetzt nehme ich mir die Platte, lege sie auf und drücke sie gleichmäßig auf, um die Motive dann auf den Stoff zu bringen. Und jetzt ist es schon erledigt. Wenn du das Ganze bügelst, dann werden die Farben meistens noch mal ein bisschen stärker, aber du hast hier wirklich ein perfektes Ergebnis. Ich habe jetzt auch noch den kleinen Fuchs genommen und habe auch den noch aufgebracht und ich finde, diese Mappe sieht wirklich süß aus. Man könnte die ja jetzt auch noch mit diesen Textilmarkern einmal ausmalen.
Und als letztes wollte ich gerne noch die Acrylfarbe ausprobieren. Dafür habe ich erstmal wie einen Wasserhintergrund gezeichnet. Da habe ich grün und blau ein bisschen gemischt und habe das einmal querbeet aufgetragen, damit man auch schön noch die Pinselstriche sieht. Und dann habe ich mir nochmal so eine Schablone mit einem Seepferdchen vorgenommen, nachdem es leicht angetrocknet war. Also nicht komplett trocken, sondern nur leicht angetrocknet. Denn diese Farben sind wasserbasiert und mischen sich auch. Und habe mir ein Weiß vorgenommen und hatte die Hoffnung, dass sich das so leicht mit diesem Blau-Grün noch vermischt und damit so ein richtig cooler Effekt entsteht, dass eben hier was nicht einfach nur weiß drauf ist, sondern tatsächlich zum Hintergrund passt und ein bisschen mit dem Hintergrund verschwimmt, und habe einfach mal das Weiß so aufgetupft und versucht, mein Seepferdchen so ein bisschen auszumalen. Wichtig ist, dass auch hier wieder alles schön festgesteckt ist, damit die Vorlage nicht verrutschen kann, denn gerade bei so feuchter Farbe kann es natürlich auch ganz schnell komplett verlaufen und dann nicht mehr ganz so gut aussehen. Aber ich hatte tatsächlich Glück. Mein Seepferdchen ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich habe das wieder ein bisschen antrocknen lassen, weil ich hatte Angst, dass dann meine Schablone an der Vorlage klebt, und habe sie dann schon abgezogen und dann erst so richtig durchtrocknen lassen. Und was soll ich sagen, mit der Schablone wird es bei mir einfach am schönsten. Ich finde, das Seepferdchen-Motiv ist wirklich hervorragend geworden. Es ist was ganz Besonderes und Individuelles. Man kann jetzt auch noch zum Beispiel den Namen mit draufzeichnen oder draufschreiben. Das wäre jetzt hier überhaupt kein Problem. Und auch die Stempelfarbe ist jetzt noch mal ein bisschen nachgedunkelt und viel besser zu sehen, nachdem es gebügelt wurde. Ich bin super zufrieden mit den Ergebnissen. Ich hoffe, ihr habt jetzt genug Inspiration bekommen, was ihr dann zur Einschulung zumindest Kleines als DIY schenken könnt. Und falls ihr noch mehr Inspiration braucht, ich habe auch mal eine Amazon-Liste erstellt mit 100 tollen Geschenkideen für Schulkinder. Da ist auch wirklich kein Firlefanz dabei, sondern nur wichtige Sachen oder coole Spiele oder Bücher, die auch die Kinder inspirieren und denen einfach Spaß in der Schule bringen. Auch die Liste verlinke ich dir unten mal in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder 19 Uhr hier auf YouTube, immer freitags. Mach's gut!